Die Freude ist groß auf das heutige Video, denn wir starten unsere Reise Anything interesting out here? zum Rosengarten am Ausstiegsloch im Garten vor der großen Statue und dem Netzwerkcenter. Hier oben sind ein paar ORC-Skorpione stationiert, die, sofern du genug Abstand hältst, dich in Ruhe lassen. Diese Skorpione sind nochmal stärker, weil sie den Eingang zum Netzwerkcenter bewachen, einen wichtigen Teil der Quest. Wie immer zeige ich dir meine aktuelle Position auf der Karte. Wenn du nicht weißt, wie du hier hinkommst, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann bastle ich auch dazu gerne ein Video zusammen. Aber wir wollen uns heute mit diesen Tieren nicht beschäftigen, denn unser Ziel ist der Rosengarten. In diesem Video zeige ich dir das kleine Areal, das wir auf dem einfachen Weg zum Gemüsegarten, das Video verlinke ich dir unter dem i, rechts liegen gelassen hatten. Damit du meine ganzen neuen und alten Videos rund um Grounded 2 nicht mehr verpasst, empfehle ich dir, genau jetzt den Abo-Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren. Ich gebe dir viele Tipps und Tricks rund um dieses Spiel, die du vielleicht noch gar nicht selber herausgefunden hast. Und gerne darfst du diesem Video auch einen Daumen rauf geben. Wir sind von der Luke nach rechts gelaufen, bis wir am Ende der Rundung an eine Wand kommen. Aus Dekozwecken habe ich dort mal ein Schild angebracht, damit ich mich nicht verlaufe. Gehst du hier nach rechts, wartet das Labyrinth auf dich. Wir wollen aber zum Rosengarten, also laufen wir links in die Hecke. Hier ist eine Fackel nicht schlecht, aber verlaufen kannst du dich nicht. Jeder Weg endet vor einer mehr oder weniger hübschen Mauer. Und hier rechts ist der Eingang zum Rosengarten. Wenn du weiter geradeaus läufst, kommst du in einen anderen, recht kargen Bereich. Aber dort wartet der Weg in die Hecke und auf die große Mauer auf dich, die den Anfangsspielbereich von dem Spielbereich aus dem Januar-Update, also ich spreche vom neuen Gemüsegarten, Gewächshaus und Kürbisgarten, trennt. Anything interesting out here? Auch ist dort ein Höhleneingang, der in eine große und gefährliche Höhle führt. Auch die werde ich in einem nächsten Video komplett zeigen. Allerdings führte eine erste Besichtigung dieser Höhle zu meinem Video Das Nichts, wenn man durch die Spielwelt fällt, das ich dir ebenfalls oben rechts unter dem i verlinke. Aber jetzt sind wir im Rosengarten angekommen. Eine Gottesanbeterin treibt hier ihr Unwesen. Das ist aber dann auch der gefährlichste Gegner, den man versuchen kann zu umgehen. Du kannst hier einiges an Nektar sammeln. Ein paar Blütenblätter kannst du dir auch mitnehmen. Ein Marienkäfer schläft hier seelenruhig seinen Rausch aus. Und in der Ferne summt eine Mücke. Auch die hatte es bereits vor Monaten in eins meiner Videos geschafft, in dem ich darüber sinnierte, wovon eine Mücke wohl träumt. Du kennst das Spiel, der Weg zu diesem Video ist wieder oben rechts unter dem i. Science isn't so hard. Ich sage dem Filmstar kurz Hallo auf Willow Art und wir schauen uns weiter um. Es liegt noch ein robuster Marmor herum, den du dir in fachgerechte Stücke kleinhämmern kannst. Diese Blume lädt mich irgendwie ein, auch hier mal meine Jump-and-Run-Unfähigkeiten zu nutzen, denn ich möchte natürlich auf die Mauer und schauen, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Womöglich wird es hier irgendwann mal einen Übergang bzw. einen weiteren Zugang geben. Ich öffne noch einmal die Karte, damit du dich nochmal orientieren kannst. Das Terminal-Symbol zeigt dir schon, dass es hier einen Außenposten gibt. Wegen dem sind wir auch hier und den schauen wir uns auch gleich an. Du siehst aber auch, dass der Bereich hinter der Mauer noch nicht existiert. Daher macht es auch keinen Sinn, hier hochzuklettern. Eine Alpha-Wand versperrte den Übergang ins unentdeckte Land. Du siehst auch, dass eine fette Hecke den Rosengarten von der Mauer trennt, die wir in den bereits erwähnten Videos zu den Übergängen in die neue Gartenspielwelt als Ziel häufiger betreten haben. Es gibt aktuell keinen Durchgang von der Mauer in den Rosengarten, da eine Alpha-Wand die beiden Gebiete voneinander trennt. Anything interesting out here? Vielleicht ändert sich das nach einem weiteren großen Update. Wenn du also andere Erkenntnisse dazu hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Man sieht gut den Bereich, von dem ich gerade gesprochen habe, mit Molar, Höhle und dem einfachen Weg auf die große Mauer. Der rote Faden und den anderen Rosengarten, wo ebenfalls eine Gottesanbeterin wartet, den Blumentopf, wo die Wolfsspinne gerne schnarcht und den Punkt, wo man mit dem Jump and Run auf die Mauer kommt. Auch das Video verlinke ich dir wieder unter dem i. Jetzt aber genug orientiert, wir haben bereits den Außenposten betreten, vor dem eine ORC-Biene postiert wurde. Aber die sollte kein Problem für dich sein und damit machst du dir den Weg frei. Im Inneren des Außenpostens findest du die üblichen Geräte zur Analyse und den Shop. Du findest zahlreiche Gegenstände, die du mitnehmen kannst, leckere Müsli-Riegel und verschiedene Verbände. Die verschlossene Tür schottet derzeit einen Bereich ab, wo es keinen Zugang zu gibt. Ich vermute, dass wir dort irgendwann reinkommen, wenn das Gebiet unterhalb des Rosengartens erschlossen wurde. Warten wir es mal ab. Wenn du Lust hast, kannst du ein wenig mit den sympathischen Frau von Ominent sprechen oder du gehst in den weiteren Raum, wo noch ein paar Items auf dich warten. Ein einzelner Blaubeerbrocken, der dir nur den Rucksack vollmüllt,
Noch mehr Nektar, ein weiteres Blütenblatt, spröde Quarzit- und Marmorscherben und eine Kiste, in der du folgende Gegenstände findest. Ein Gericht Bieneneintopf, ein Stufe 2 Essen, das dir alle 5 Sekunden 1,5 Lebenspunkte zurückgibt, deinen Hunger stoppt und dir 75 Punkte Nahrung liefert. Dafür musst du schon viele Möhren essen. Der Effekt hält übrigens 16 Minuten. Ferner bekommst du noch 10 Federpfeile, noch einmal 3 Nektar und 2 Kaugummiklumpen. Damit haben wir den Außenposten in seinem derzeitigen Zustand komplett erkundet. Wenn du sowieso schon hier in der Gegend bist, dann schau doch gerne mal vorbei. Das Gebiet ist halt aktuell eher ein ungenutztes Randgebiet und daher nur bedingt interessant. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir hier später einen Schnellreisepunkt bekommen und dieser Außenposten noch an Bedeutung gewinnen wird. Draußen habe ich noch 100 Wissenschaftspunkte wabern sehen, die ich mir noch eben holen möchte. Dazu muss man nur auf den Ast steigen, um dann auf das Blatt mit den Wissenschaftspunkten zu springen. Hier dürftest du auf jeden Fall Ärger von der Gottesanbeterin bekommen. Meine Willow geht nie ohne ihr Parfüm Kreativmodus in die Welt der Insekten und da sie stinkt, als wenn sie im gesamten Warenbestand von Douglas gebadet hätte, lässt das gemeine Insektenvolk meine Willow auch in Ruhe. Pass ein wenig auf diese Hubbel auf dem Ast auf, denn die leiten dich, wie bei mir gerade gesehen, gerne direkt vom Ast runter, aber es sollte kein Problem sein, an die Wissenschaftspunkte zu gelangen. Auf der Gottesanbeterin kann man leider nicht stehen, aber in der Regel wird sie dich mit ihren Fangarmen in Stücke reißen und deinen kleinen Körper annagen wollen. Ich zeige dir noch ein paar Ansichten von diesem Tier, was man nicht so häufig in der Spielwelt antrifft, was irgendwie auch gut ist. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei Grounded 2.